eines Tages wird dein Atem stocken und deine Augen werden sich für immer von dieser Welt schließen. Und in diesem Moment wirst du erkennen, dass das, was du jahrelang für das Ende gehalten hast, in Wahrheit erst der erste Schritt ist. Denn nach tibetischer Lehre ist der Tod kein Untergang, sondern ein Übergang. Ein Moment, in dem das Bewusstsein gezwungen wird, seinem eigenen Kern gegenüberzutreten. Und wenn sich dieses Tor öffnet, wird das Erste, was dir begegnet, du selbst sein. Der Moment des Todes wirkt für die meisten Menschen plötzlich. Doch die tibetische Tradition beschreibt diesen Augenblick seit Jahrhunderten bis ins kleinste Detail. Wenn die letzte Kraft des Körpers sich aufzulösen beginnt, ziehen sich die Sinne zurück und die Verbindung des Bewusstseins zur Außenwelt wird schwächer. Geräusche entfernen sich, Licht verblasst, der Körper verliert sein Gewicht. Doch dieser Zerfall ist kein Absturz in die Dunkelheit. Er ist eine Annäherung an das innere Licht. Tibetische Meister sagen, die erste Phase des Sterbens ist eine Grenze, an der die Klarheit des Bewusstseins sich am stärksten zeigt. Denn während der Körper still wird, schärft sich das Bewusstsein, befreit von den gewohnten Begrenzungen. Dieser Übergang wird vom sogenannten klaren Licht begleitet. Ein Licht, das aus keiner Quelle kommt, keinem Ort und keiner Zeit gehört. Es ist, als würde die gesamte Existenz gleichzeitig aufleuchten. Und der Sterbende spürt nicht, dass dieses Licht ihn umgibt, sondern dass es aus seinem Inneren hervordringt. Denn nach den Lehren ist dieses Licht das Wesen des Geistes selbst. Im Leben wird dieses Wesen vom Lärm der Welt überdeckt. Doch im Tod fallen Masken, Gewohnheiten und Identitäten ab. Und der Mensch steht dieser Wahrheit unmittelbar gegenüber. Die Kraft dieser Begegnung ist unvorstellbar. Es ist kein Zufall, dass viele Menschen, die dem Tod nahe waren, von einem allumfassenden Strahlen berichten. Die moderne Wissenschaft erklärt dies biochemisch. Die tibetischen Texte hingegen sagen, es ist die reine Form des Bewusstseins. Die Wahrheit, die im Leben selten sichtbar wird, im Tod jedoch unübersehbar erscheint. Entscheidend ist nicht, was dieses Licht ist, sondern wie man ihm begegnet. Erkennt man es als die eigene Natur, wird der Tod nicht zum Ende, sondern zur Befreiung. Denn wer dieses Licht als sein wahres Sein erkennt, durchbricht den Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt. Dies ist das, was die Tradition als einen Moment des Erwachens beschreibt, gleichbedeutend mit Nirvana. Doch für die meisten Menschen dauert diese Gelegenheit nur einen Augenblick. Die Intensität des Lichts kann einen unvorbereiteten Geist erschrecken. Wenn Identität sich aufzulösen beginnt, klammert sich das Bewusstsein an das Gewohnte und zieht sich zurück. Es erkennt das Licht nicht, sondern fürchtet es. Und diese Furcht führt tiefer in komplexere Ebenen der Erfahrung. Deshalb lehrt das tibetische Totenbuch, dass Bewusstsein bereits im Leben geschult werden muss. Ein vorbereiteter Geist sieht im Licht keine Bedrohung, sondern Wahrheit. In dieser ersten Phase beginnen die lebenslangen Tendenzen des Geistes zu wirken. Alles, wovor man geflohen ist, alles, woran man sich gebunden hat, alles, was man immer wieder gedacht und gefühlt hat, taucht jetzt als kraftvolle Strömung auf. Zwischen dem Licht und der Furcht hin und her gerissen, reicht die kleinste Neigung aus, um die Richtung zu bestimmen. Denn der Tod ist nicht nur ein Moment, er ist ein Spiegel, in dem sich die Muster eines ganzen Lebens ein letztes Mal zeigen. In diesem ersten Bardo entscheidet keine äußere Macht, keine Götter, keine Dämonen, keine Richter. Einzig das eigene Bewusstsein tritt in Erscheinung, in seiner klarsten Form. Wer das Licht erkennt, beendet die Reise hier. Wer es verpasst, tritt ein in den zweiten Bardo. Eine Welt von Visionen,
geboren aus dem eigenen Geist. So wird der Tod in der tibetischen Tradition nicht als Absturz angesehen, sondern als ein Tor, durch das das Bewusstsein versucht, sich selbst zu erkennen. Und was dieses Tor offen hält, ist allein die Schulung des Geistes. Denn im Tod begegnet der Mensch nichts Fremdem, sondern der Welt, die er während seines ganzen Lebens in sich aufgebaut hat. Wenn die Schwelle des klaren Lichts sich auflöst, findet sich das Bewusstsein in einer neuen Ebene wieder. Dieser Bereich wird in der tibetischen Tradition Chönit Bardo genannt. In dieser Phase, die unmittelbar nach dem Tod beginnt, ist der Geist vollständig von Körper und physischer Welt getrennt. Doch ein befreites Bewusstsein fühlt sich nicht unbedingt frei, denn allem, was ihm hier begegnet, jeder Form, jeder Stimme, jeder Gestalt, liegt seine eigene innere Welt zugrunde. Der Mensch steht nicht der Realität gegenüber, sondern seinem eigenen Geist. Das Auffälligste an diesem Bardo ist, dass die Erfahrungen nicht sinnlich, sondern mental sind. Und dennoch erscheinen sie dem Bewusstsein so lebendig, so konkret, dass sie wie eigenständige Wesen wirken können. Die tibetischen Texte sagen, die Gefahr dieses Bardos besteht darin, dass der Geist das von ihm Geschaffene nicht erkennt. Erkennt er es, bleibt die Möglichkeit zur Befreiung bestehen. Erkennt er es nicht, entsteht Angst. Zu Beginn des Chönit Bardo treten meist leuchtende, friedvolle, strahlende Gestalten auf. Diese Figuren symbolisieren die positiven Kräfte, die der Mensch im Leben entwickelt hat. Mitgefühl, gute Absichten, innere Weisheit. Es sind keine himmlischen Götter, sondern Manifestationen des höchsten Potenzials des eigenen Bewusstseins. Wenn der Verstorbene sie als Ausdruck seiner eigenen Natur erkennt, kann die Reise hier enden. Denn die Essenz des Bewusstseins zu erkennen, bedeutet Befreiung. Nicht nur Licht zu sehen, sondern keine Angst mehr vor dem Licht zu haben. Doch viele Bewusstseine ziehen sich selbst jetzt zurück. Denn selbst die edelsten Aspekte des eigenen Wesens können erschreckend wirken. Ein Geist, der vor Stärke, Offenheit oder Verantwortung flieht, zittert selbst vor seinen hellsten Eigenschaften. Und genau dieses Zurückweichen öffnet die dunkle Seite des Bardos. Die Strahlenden verblassen und an ihre Stelle treten zornige, furchteinflößende, chaotische Wesen. Dies ist der Schatten des Menschen. Wut, Neid, Hass, Angst, Verleugnung, Abhängigkeiten. Alles, was im Leben verdrängt wurde, nimmt nun Gestalt an. Doch diese Gestalten sind keine strafenden Mächte. Das tibetische Totenbuch betont ausdrücklich, keine dieser furchterregenden Erscheinungen besitzt eine eigene Macht, um zu verletzen. Sie sind Projektionen ungelöster Gefühle, nicht erkannter Ängste und unbewusster Konflikte. Hält der Mensch sie für äußere Bedrohungen, wird die Angst stärker und das Bewusstsein sinkt tiefer. Erkennt er sie als Produktionen seines eigenen Geistes, löst sich die Angst auf und der Weg führt erneut zum Licht. Die Schwierigkeit liegt in dieser direkten Konfrontation. Alles, wovor der Mensch im Leben geflohen ist, tritt hier gleichzeitig und ununterbrochen hervor. Kein Körper, keine Welt, nichts, worin man sich verlieren könnte. Nur Wahrheit, die innere Wahrheit. Deshalb gilt der Chönit Bardo auch nicht nur als metaphysischer Zustand nach dem Tod, sondern als eine der präzisesten Beschreibungen menschlicher Psychologie. Jungs Konzept des Schattens wird häufig herangezogen. Solange der Mensch seinen Schatten verleugnet, begegnet er ihm auf dem Weg der Angst. Erkennt er ihn, entsteht Wandlung. Der Zweck dieses Bardos ist nicht Angst, sondern Klärung. Darum lehren tibetische Meister lebenslange Schulung der Achtsamkeit. Wer seine Emotionen, seine Wut, seine Begierden und Ängste im Leben erkennt,
wird sie auch nach dem Tod leichter wieder erkennen. Und Erkennen ist der Schlüssel zur Befreiung. Ein weiterer Aspekt dieses Bardos ist, dass das Bewusstsein nicht mehr an Materie gebunden ist. Daher verwandeln sich Gedanken augenblicklich in Szenen. Eine Angst, eine Scham, eine Sehnsucht oder Reue. Alles nimmt Form an. Jeder Mensch kennt diesen Mechanismus bereits im Leben, wie Gedanken Emotionen erschaffen und Emotionen die Wahrnehmung. Im Bardo geschieht dies nur unendlich verstärkt. Hier kann man sich vor sich selbst nicht verstecken, denn wovor man flieht, ist man selbst. Die Texte fassen diese Prüfung so zusammen. Kannst du erkennen, dass du bist, was du siehst? Gelingt dies, kehrt das Licht zurück. Wählt der Geist Erkenntnis statt Angst, löst sich der Bardo auf. Gelingt es nicht, führt der Strudel aus Angst das Bewusstsein weiter. In den dritten Bardo, den Bereich der Wiedergeburt. Der Chönyid Bardo ist ein Spiegel der menschlichen Seele. Keine Strafe, sondern Einsicht. Keine Drohung, sondern Lehre. Und die einzige Macht, die man hier gewinnen kann, ist die Erkenntnis des eigenen Wesens. Denn selbst jenseits des Todes liegt Freiheit nur in diesem Erkennen. Wenn die Visionen des zweiten Bardos zu verblassen beginnen, tritt das Bewusstsein in einen Strom ein, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt. Diese Phase wird in der tibetischen Tradition Sipa Bardo genannt. Hier existiert kein physischer Körper, kein Zeitgefühl, doch ein mächtiger Sog bestimmt die Richtung, der Strom des Karmas. Er ist kein äußerer Richterspruch, sondern die natürliche Bewegung der eigenen inneren Tendenzen. Der Mensch wird zu dem hingezogen, was er während seines Lebens in sich angesammelt hat. Im Sipa Bardo wirkt das Bewusstsein leicht, fast schwerelos, und doch trägt es eine seltsame Dichte. Es ist, als würde ein unsichtbarer Strom es in Richtungen ziehen, deren Ursprung es im Leben nie wahrgenommen hat. Doch dieser Strom stammt nicht aus einer externen Macht, sondern aus den Mustern des eigenen Geistes. Die tibetischen Lehren nennen diesen Bereich das stürmische Meer der Selbstschöpfung. Denn hier wird jede Gewohnheit, jedes Verlangen, jede Neigung zur Richtung und der Mensch übergibt sich der Summe dieser Richtungen. Der entscheidende Punkt im Sipa Bardo lautet, das Bewusstsein hat den Moment der direkten Konfrontation mit sich selbst hinter sich gelassen. Nun zieht es jene Frequenz an, die seinen eigenen Mustern entspricht. Dies ist kein Bestrafungssystem, sondern ein Gesetz der Harmonie. Wie ein Ton zu seiner Schwingung findet, findet auch das Bewusstsein zu jener Existenz, die seiner inneren Struktur entspricht. Die Visionen dieser Phase unterscheiden sich von jenen im vorherigen Bardo. Es erscheinen keine Götter, keine Dämonen, keine Symbole mehr. Stattdessen tauchen Szenen auf, Orte, Gesichter, Landschaften, Möglichkeiten. Jede dieser Erscheinungen ist eine Tür, die eine bestimmte Tendenz des Geistes repräsentiert. Ist der Geist erfüllt von Mitgefühl und Güte, öffnen sich hellere, friedvollere Welten. Sind Angst, Zorn, Eifersucht oder Begierde dominant, ziehen düstere, unruhige Bereiche an. Keine dieser Türen wird von einer äußeren Macht bestimmt. Sie alle sind Abdrücke des eigenen Bewusstseins. Daher nennt die tibetische Tradition diesen Bereich das Feld der Selbsterschaffung. Der Mensch wählt keine neue Existenz im rationalen Sinn. Doch die Energien, die er im Leben geformt hat, ziehen ihn wie ein Magnet zu einer entsprechenden Geburt. Die Lehre sagt jedoch auch, selbst hier ist Freiheit nicht vollkommen verloren. Es gibt immer noch Momente der Klarheit. Wenn der Mensch erkennt, dass alle Visionen seines eigenen Geistes entspringen, schwächt sich die Kraft des Karmas. Denn Karma nährt sich nicht aus Bewusstheit, sondern aus Gewohnheit. Doch diesen klaren Moment im Sipa Bardo zu erreichen,
ist außerordentlich schwer. Der Geist flackert wie eine Kerzenflamme im Wind. Und dennoch betonen die Texte, das Tor zur Befreiung bleibt bis zum letzten Augenblick offen. Die stärkste Kraft, die den Geist in eine neue Existenz zieht, ist Bindung, Sehnsucht, Angst, Zorn, unerfüllte Wünsche, die Liebe zu bestimmten Menschen, der Schmerz über Verlorenes. All das verhält sich wie Haken, die das Bewusstsein in eine bestimmte Richtung ziehen. Ein Mensch fällt seiner Wut zum Opfer, ein anderer seiner Gier, ein anderer dem Wunsch nach Kontrolle, wieder ein anderer dem Schmerz unerledigter Aufgaben. Deshalb legen die tibetischen Lehren so großen Wert auf geistige Schulung im Leben. Denn jede ungelöste Tendenz wird nach dem Tod zu einer Kraft, die das Schicksal formt. Ein weiterer Aspekt des Sipa Bardo ist, dass die Visionen zukünftige Lebensbedingungen symbolisch widerspiegeln. Landschaften, Türen oder geometrische Formen erscheinen und der Geist ordnet sich unbewusst derjenigen zu, deren Schwingung seiner inneren Struktur entspricht. Diese Entscheidung fühlt sich an wie eine Wahl, ist aber in Wahrheit eine Resonanz. Die größte Gefahr in dieser Phase ist der Sog der Angst. Angst ist der stärkste Magnet des Bewusstseins. Gibt der Mensch ihr nach, führt Karma ihn in ein schwierigeres Dasein. Bleibt er klar, auch nur für einen Moment, öffnet sich ein sanfterer Weg. Darum nennen tibetische Meister die Vorbereitung auf den Tod die höchste Form geistigen Trainings. Denn ein ruhiger Geist im letzten Moment kann selbst im Sipa Bardo die Richtung verändern. Der Sipa Bardo ist nicht nur eine Beschreibung des Todes, sondern auch eine Metapher für das Leben. Denn jeder Gedanke, jede Handlung, jede Absicht prägt das Muster zukünftiger Erfahrungen. So sprechen die tibetischen Texte über den Tod und lehren dabei das Leben. Ein bewusst gelebtes Leben führt zu einem bewussten Tod. Ein Leben voller Angst führt zu einer Reise voller Angst. Die Botschaft des Sipa Bardo ist klar. Worauf du dein Leben lang deine Energie richtest, darin wirst du nach dem Tod wiedergeboren. Am Ende dieses Bardos wird das Bewusstsein durch einen neuen Geburtskanal gezogen und der Kreislauf setzt sich fort. Doch diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist jederzeit möglich, besonders im Leben selbst. Denn wahre Freiheit beginnt nicht nach dem Tod, sondern im Augenblick der bewussten Erkenntnis. In der tibetischen Tradition gilt der Tod nicht als unerwartetes, dunkles Ende des Lebens. Im Gegenteil, er ist die größte Prüfung und die klarste Möglichkeit für das Bewusstsein. Manche Meister sagen sogar, der Moment des Todes ist der einzige Augenblick, für den man ein ganzes Leben lang übt. Denn was die Bardos bestimmt, ist nicht die Panik im Sterben, sondern die Gewohnheiten des Geistes während des Lebens. Deshalb betonen die tiefen Lehren Tibets, dass das Verständnis der Reise nach dem Tod nicht nur für die Toten notwendig ist, sondern vor allem für die Lebenden. Im Zentrum dieser Lehre steht die Schulung der Achtsamkeit, denn das Licht, die Visionen und die Kräfte der Bardos sind Spiegel des eigenen Geistes. Je geschulter der Geist, desto leichter erkennt man diese Spiegelungen und desto weniger verliert man sich in ihnen. Ein unvorbereiteter Geist ist im Moment des Todes wie ein Schiff, das in einen Sturm gerät. Die Wellen schlagen aus allen Richtungen, der Wind ist richtungslos, der Kompass versagt. Ein vorbereiteter Geist jedoch behält selbst im Sturm seinen Kurs. Der erste Schritt dieser Schulung ist die Erkenntnis der Vergänglichkeit. Meister lehren ihre Schüler, dass jeder Augenblick vergeht, dass nichts stabil bleibt, dass Körper und Gefühle ständig im Wandel sind. Wer diese Wahrheit verinnerlicht, versteht den Tod als natürlichen Übergang. Die Angst nimmt ab, Akzeptanz entsteht. Und diese Akzeptanz mindert den Schock der Bardos.
Der Geist wird nicht vom Wandel bedroht, sondern im Wandel wach. Ein weiteres kraftvolles Mittel der Tradition ist die Bewusstseinsübertragung, das sogenannte Phowa. Diese Praxis soll den Geist im Moment des Todes auf eine höhere Ebene der Klarheit lenken. Sie ist eine bewusste Bewegung von einem Tor zum nächsten. Seit Jahrtausenden wird Phowa nicht nur als Theorie, sondern als erfahrungsbasierte Disziplin weitergegeben. Ihr Ziel ist es, den Übergang nicht mit Panik, sondern mit klarer Präsenz zu durchschreiten. Darum gilt Phowa gleichzeitig als spirituelle Vorbereitung und als innerer Zufluchtsort. Ein weiterer Grundpfeiler der Schulung sind Übungen der Mitgefühlspraxis. Im Herzen des tibetischen Buddhismus steht die tiefe Verbundenheit mit allen Wesen. In der Praxis Tonglen stellt man sich vor, beim Einatmen das Leid anderer aufzunehmen und beim Ausatmen Frieden und Heilung zu schenken. Was wie eine einfache Vorstellung wirkt, löst das Ego auf, denn das größte Hindernis im Moment des Todes ist das Festhalten am Ich. Je stärker das Ego, desto größer die Angst in den Bardos. Tonglen hingegen erweitert das Ich, löst Grenzen auf und lehrt, den Tod nicht als Verlust, sondern als Verwandlung zu sehen. Auch Mantras spielen eine zentrale Rolle. Über Jahrhunderte rezitiert, stabilisieren sie den Geist wie ein innerer Rhythmus. Sie sind nicht nur Klang, sondern Schwingungen, die den Geist sammeln und ihn für ein erweitertes Bewusstsein öffnen. Moderne Wissenschaft bestätigt heute, dass rhythmische Wiederholung beruhigt und Fokus erzeugt. Die tibetische Tradition erkannte dies lange bevor es untersucht wurde und machte Mantras zu einem Werkzeug der Todesvorbereitung. Einer der wichtigsten Grundsätze lautet: Alles, was im Moment des Todes erscheint, ist nur eine verstärkte Form dessen, was bereits im Geist existiert. Darum begegnet man in den Bardos den eigenen inneren Mustern. Wut zeigt sich als Wut, Güte als Licht, Mitgefühl als Klarheit. Dies ist keine Belohnung oder Strafe, sondern ein Gesetz von Ursache und Wirkung. So wird die Schulung auf den Tod zugleich zur Schulung des Lebens. Die tibetischen Mönche sagen oft: Wie du lebst, so stirbst du. Wie du stirbst, so wirst du wiedergeboren. Dieser Satz fasst den Kern des tibetischen Totenbuchs zusammen. Denn der Tod ist kein Ende, sondern der Übergang des Bewusstseins in eine neue Form. Und dieser Übergang wird durch das gestaltet, was der Mensch im Leben geformt hat. Die Botschaft, die wir uns geben sollten, lautet: Anstatt den Tod zu fürchten, können wir lernen, das Leben wacher zu leben. Wenn der Geist geschult ist, werden die Bardos nicht zu Prüfungen voller Schrecken, sondern zu Phasen des Wachstums, zu Schritten auf dem Weg zur Freiheit. Das tibetische Totenbuch wird oft als ein Leitfaden für das Leben nach dem Tod betrachtet. Doch jeder, der den Text aufmerksam liest, erkennt schnell: Diese Lehre richtet sich in Wahrheit an die Lebenden. Denn die Bardos sind nicht nur kosmische Stationen nach dem Tod, sondern Übergangszustände, die der Geist bei jeder Veränderung erfährt. Für den modernen Menschen ist der Bardo daher keine fernöstliche Mystik eines Bergklosters, sondern ein Spiegel, der mitten im Alltag auftaucht. Der Mensch von heute befindet sich ständig im Wandel, ständig in Bewegung. Berufswechsel, das Ende oder der Beginn von Beziehungen, Verluste, Erwartungen, Ängste, Entscheidungen. All diese Lebensphasen entsprechen den Bardos der tibetischen Tradition. Denn ein Bardo ist nicht nur das Tor, das sich nach dem Tod öffnet. Ein Bardo ist jeder Zustand, in dem etwas zu Ende geht und das Neue noch nicht begonnen hat. Wer seinen Job verliert, eine Trennung durchlebt, seinen Lebenssinn sucht oder schlicht sein inneres Selbst nicht mehr klar hört, befindet sich bereits in einem Bardo.
Die wichtigste Erkenntnis, die das tibetische Totenbuch vermittelt, lautet daher: Der Mensch fürchtet nicht die äußere Welt, sondern die Spiegelungen seines eigenen Geistes. Die friedlichen und zornvollen Gestalten der Bardos erscheinen auch im psychologischen Leben des modernen Menschen. Wer seinen ungelösten Ängsten ausweicht, dessen Geist verstärkt sie. Unsicherheit, Wut, Neid, ständige Besorgnis, all diese Kräfte sind nicht nur Begleiter der Reise nach dem Tod, sondern lenken auch das heutige Leben. Deshalb versteht die tibetische Tradition die Schulung des Geistes nicht nur als spirituelle Pflicht, sondern als praktische Notwendigkeit. Der größte Irrtum moderner Menschen besteht darin zu glauben, Frieden entstehe durch das Verändern äußerer Umstände. Nach tibetischer Lehre jedoch beginnt Frieden mit dem Erkennen des eigenen Geistes. Denn wie die Bardos zeigen, erreicht nichts den Menschen, ohne durch seinen Geist gefiltert zu werden. Während man versucht, die Außenwelt zu kontrollieren, übersieht man oft die inneren Wellen, die eigentlich beruhigt werden müssten. Hier wird die Bardo-Lehre zur Warnung für die Gegenwart. Vor dem, wovor du im Leben fliehst, dem begegnest du nach dem Tod. Deshalb gilt es nicht zu fliehen, sondern zu verstehen, nicht zu verdrängen, sondern zu akzeptieren, nicht zu verstecken, sondern hinzusehen. Tibetische Meister sagen, jeder Moment des Lebens ist eine Probe. Der letzte Moment ist nur die Summe all dieser Proben. In den Bardos formt sich die Vision immer nach der Tendenz des Geistes. Der moderne Mensch kann daraus lernen, die Überzeugungen, Ängste, Wünsche und Gewohnheiten, die du heute trägst, gestalten nicht nur dein Leben, sondern auch deine Zukunft. Sie bestimmen nicht bloß ein jenseitiges Schicksal, sie definieren die Realität, in der du jetzt lebst. Deshalb wird das Verständnis der Bardos zu einem Werkzeug, um den eigenen Geist zu erkennen und das Leben zu transformieren. Die moderne Psychologie, besonders die jungianische, weist auf denselben Punkt hin wie die tibetische Lehre. Alles, was ins Unbewusste verdrängt wird, kehrt irgendwann zurück. Jungs Hanzis Schatten entspricht in der tibetischen Symbolik den zornvollen Gottheiten. Solange der Mensch diese Kräfte als äußere Bedrohungen sieht, flieht er vor ihnen. Sobald er sie als Teile seines eigenen Geistes erkennt, gewinnt er Macht über sie. Dadurch erhält das tibetische Totenbuch eine moderne Bedeutung. Der Mensch sieht im Außen einen Feind, bis er die Dunkelheit in sich anerkennt. Die verborgene Botschaft des Buches lautet: Der Mensch erwartet den Tod am falschen Ort. Der Tod betrifft nicht nur den Körper, sondern auch alte Gedankenformen, Identitäten und Gewohnheiten. Alles, was wir Ende nennen, ist ein kleiner Tod. Alles, was wir Neuanfang nennen, eine kleine Geburt. So durchlaufen wir im Leben Hunderte von Bardos, meist ohne es zu bemerken. Die tibetische Tradition will unsere Achtsamkeit für genau diese Momente schärfen. Je bewusster man einen Bardo im Leben erlebt, desto bewusster durchschreitet man ihn nach dem Tod. Hier tritt eine alte Warnung hervor. Wer die Wahrheit in sich nicht kennt, findet auch im Moment des Todes keinen Weg. Deshalb raten tibetische Meister: Nimm dir jeden Tag einen Moment, um die Vergänglichkeit des Lebens zu betrachten. Das führt nicht zu Pessimismus, sondern vertieft die Wertschätzung des Lebens. Wer die Vergänglichkeit erkennt, lebt wacher, klarer, bewusster. Und dadurch verlieren die Bardos ihren Schrecken und werden zu Lehrern. Am Ende bleibt eine einzige Frage: Wenn dir im Moment des Todes nur dein eigener Geist begegnet, bist du heute mit diesem Geist im Frieden? Diese Frage hallt nicht nur nach dem Tod, sondern mitten im Leben. Denn erst wenn der Mensch mit seinem Geist Frieden schließt, kann er frei durch die Bardos gehen und das Leben mit größerer Wachheit führen. Ich hoffe, dieses Video berührt einige Menschen und hilft dabei, etwas im Leben zu verändern. Damit sind wir am Ende für heute. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.